Einen schönen guten Morgen aus dem verregneten Koh Samui. Es geht, aber ich darf mich ja nicht beschweren. Andere Regionen hier in Thailand hat es ja richtig erwischt. Wie wir ja in Krabi gewesen sind, habt ihr ja die Bilder gesehen von Phuket. Da ist es noch immer schlimm. Aber wie sieht es auf Samui aus? Wir haben bescheidene 26,3 Grad. Das sind normal, ist das so eine Temperatur im Dezember und 76% Luftfeuchtigkeit. Dafür regnet es jetzt auch. Ja, da hinten ist irgendwo der Marine Park. Ich kann so ein bisschen sehen davon da hinten, von den Inseln. Und wenn man rüberschwenkt nach Koh Tao, ist natürlich nicht zu sehen. Das Meer ist platt, wie ein Spiegel. Da hinten in der Ferne ist irgendwo Koh Phangan, man kann es sehen, ihr auch jetzt wahrscheinlich, ein bisschen trübe. Hier ist der Blick zum Berg hoch und wir sehen die Wolken berühren den Berg. Das sieht nicht gut aus fürs Wetter. Links ist sogar, ich habe im ersten Moment gedacht, da ist ein Feuer, aber die Wolken hängen im Tal runter, habe ich also noch nicht gesehen, dass die so tief gewesen sind. Das sieht also hier heute ein bisschen bescheiden aus. Dann haben wir unseren Blick hier hinten zur Inselgruppe, zum Marine Park. Also ich kann von hier aus einige Konturen sehen, auch im Berg, das sind helle Stücke. In diese Richtung ist es also gut, da hinten klart auch das Wetter auf, aber es regnet. Ja, wie immer an dieser Stelle schauen wir jetzt mal auf den Wetterbericht, was die meinen, was jetzt die nächsten Tage kommt. Ja, der es nicht sehen kann, hier ist Samui, wo ich mit der Maus drüber gehe, Regen, und hier Phuket und Krabi, da kommt alles vom Indischen Ozean rüber, das sieht also gar nicht gut aus. Jetzt zoomen wir mal das Ganze ein bisschen ran und dann schauen wir mal, wie das die nächsten Stunden aussehen sollte, könnte. So, wir haben also jetzt 7 Uhr morgens. Und bis 11 Uhr, 11 Uhr könnte, ja, dann ist also nur eine kurze Zeit, dann regnet es nicht. Ansonsten, also ist ja blau hier, ist also Regen angesagt. Und dann schauen wir noch mal morgen, wie die Tendenz ist. Morgen sieht es nicht besonders gut aus, auch Regen, aber Gewitter haben wir nicht, was hier dargestellt wird. Ab morgen Nachmittag, dann für 2 Stunden ist schönes Wetter. Also weiter. Und dann am späten Nachmittag ist auch wieder die Sonne da. Ja, wir haben ja Regenwetter, weiß ja jeder. Man muss dann auch ein Risiko eingehen, wenn man irgendwo hingeht oder hinfährt, wie wir in Krabi. Da sind wir ja also ein bisschen gebeutelt worden. Es war ja schlechtes Wetter gewesen. Auch mit der Rückfahrt war nicht so easy. Das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass man 5 Stunden warten sollte, bis die Fähre fährt. Ich hatte ja erwähnt, wir hatten ja einen Brückentag hier. Der König da war ja Jahrestag letzte Woche. Da sind natürlich viele Freitag, die hatten dann frei in Urlaub gefahren und die wollten jetzt alle wieder auf die Insel zurück. Und da war eben halt die Schlange und man sagte uns 5 Stunden Wartezeit, bis wir auf die Fähre kommen könnten. Wir sind dann zu der Ratcha-Fähre gefahren, wo ich ja immer drüber lästere. Das ist die Fähre, die hier so qualmt. Da sind wir dann mitgefahren und wir haben da 2 Stunden nur gewartet und sind nach hier gekommen. Also wir haben Regenzeit, viel zu viel Regen eigentlich. Diejenigen, die jetzt Urlaub haben, sind natürlich gebeutelt und die stellen sich natürlich was anderes vor von Samui. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen von dem Film gestern. Wir waren ja für euch bei Oma gewesen mit der Wippert. Das ist ja die Nachbarin, die hier beim Stefan wohnt. Und Stefan ist jetzt mittlerweile auch eingezogen. Da haben wir gestern eine Flasche Whisky gekillt. Nein, das freut mich sehr, dass euch die Wippert sympathisch rübergekommen ist. Ihr hat das auch Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal gefragt, ob sie nochmal mit dem Stefan zur Großmutter hinfährt. Da hat sie bejaht. Wir werden also am Wochenende werden wir dann nochmal zur Oma hinfahren.
die besagten 1000 Baht, die von einem Zuschauer, der hier gewesen ist, werde ich ihr denn noch geben. Ich wurde auch noch gefragt, wie ist es mit Pitti? Ich hatte Kontakt mit Pitti auch gehabt. Die ist noch immer in Kalassin im Isan bei ihren Eltern, hilft da bei der Ernte. Sie denkt also, das wird noch November sein, dass sie wieder zurückkommt auf Samui. Und dann gehe ich ja mit der Pitti nach Oma, das haben wir der Oma ja versprochen. So, und ich glaube, die Oma wird sich dann auch wieder darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!